Einige Jahre zuvor, in denselben Räumen Kaleon Primes. Es ist ein prächtig ausgestattetes, hochherrschaftliches Kinderzimmer und Fabuland läuft gerade lachend, danke Vater, läuft zu einer großen, hochaufragenden Gestalt und umarmt diese. Hinter den beiden am Fenster steht ein brandneues, glitzernd funkelndes Teleskop. Kupferfarben, poliert auf Hochglanz. Danke, Vater, danke! Der kleine Fabuland freut sich. Sein Vater ernst. Es ist schön, dass du dich freust, mein Sohn, aber bitte behalte ein bisschen deine Gefühle im Zaum. Und er schiebt seinen Sohn bedächtig von sich. Dieses Geschenk, das ich dir gemacht habe, soll deine Neugierde, die du schon in die Wiege gelegt bekommen hast, fördern. Ich möchte, dass du die Sterne beobachtest und Interesse an der Wissenschaft entwickelst. Dann verlässt der strenge Vater die Räume und der kleine Fabuland läuft sogleich zu seinem funkelnden, glitzernden Geschenk. Stellt sich vor das Teleskop, dreht an allen Rädchen, blickt hindurch und sieht tief unter der Stadt, unter der schwebenden Stadt Kaleon Prime, die weite, verschneite Ebene. Die Wälder ganz ferne und kleine Pünktchen, die sich dort bewegen. Was sind das für Pünktchen? Das hat er sich schon immer gefragt und er richtet sein Teleskop auf die weiße Ebene und sieht Jäger und Jägerinnen, Waldläufer, Orks. Allerlei Volk, das sich dort in der weißen Ebene tummelt. Ein Zauberland für den kleinen Fabuland. Und so steht er noch stundenlang und er wird auch die nächsten Jahre, jeden Abend, jeden Tag, der möglich ist, vor diesem Teleskop stehen und unten in der weiten Ebene das Treiben der Wesen, die dort leben, in und mit der Natur beobachten. Und jeden Abend wird er glücklich einschlafen, wenn er einst das vielen Lagerfeuer im Blick hat und davon träumen, Teil einer Lagerfeuerfamilie zu sein. Beschwerliche 4 Tage dauerte die Reise. Genauso lange, wie Rico es damals im Futtertrog noch vorhergesagt hatte. Und ausgerechnet jener erfahrene Begleiter sollte bei diesem Marsch sein Leben lassen. Zermürbt von der Reise, dem Schnee, dem Sturm und dem Kampf hoffen unsere Gefährten auf eine Unterkunft. Wärme, Schutz und Erholung von den Gefahren der Weite. Doch all dies sollte ihnen nicht vergönnt sein. Noch nicht. Ich schleiche nach vor. Du schleichst nach vor. Sonst noch jemand, der mit der Bix? Ich glaube, ich bin zu groß zum Schleichen. Gerade mit ihr, weil sie so klein ist. Also ich habe keine Chance, das mal. Ich bin zu scheppern, um zu schleichen. Also ich folge ihr ein Stück, aber mit einem gewissen Abstand. Und ein wenig seitlich versetzt. Okay. Ja. Was für dich super spannend ist, ja, die Bix schleicht vor und wie immer, wenn sie es tut, sie geht nicht schnürgelgrad dorthin, sondern es sind so leichte Schlangenlinien, die sich bewegt. Und in dem Moment, wo du von ihrer Linie abweichst um 2 Schritt, steckst du teilweise bis zum Oberschenkel im Tiefschnee. Ja? Und du machst mir bitte einen Stealth-Wurf. 16, das 22. 22, okay. Die Bix, wer nicht die Augen auf die Bix richtet, verliert sie fast instant. Plötzlich ist diese Gnomin verschwunden und du schleichst mit kleinen Gnomenschritten in diese Richtung. Und du siehst dieses Tor, dieses auf- und zugehende Tor,
das immer so ein Stück aufgeht, dann siehst du, dass es Schnee vor sich hergeschoben hat und aufgeschoben nach außen hin. Ja? Und wenn es zurückfällt, ebenso, allerdings liegt dort auch etwas. Ja, das auch schon so ein bisschen mit Schnee zugeschoben worden ist. Dort schleiche ich hin. Dort schleichst du hin. Wenn du dorthin schleichst, siehst du, das ist das Erste, was du wahrnimmst, wenn du dorthin kommst, du hörst so ein bisschen durch den Wind und durch diesen Sturm ein angenehmes Geplaudere von in diesem Gebäude drinnen irgendwo. So eine Stimme, die so irgendwo lacht wer oder so. Aber es ist ganz leise, es ist fast nicht wahrzunehmen. Es ist nur, weil du so eine gute Wahrnehmung hast, dass du es hörst. Und wenn du dorthin kommst, siehst du tatsächlich, dass dort eine Gestalt liegt, einen halben Schritt im Tor, liegend, schon mit Schnee bedeckt, dass dieses Tor auf diese Gestalt draufgeschoben hat. Und das ist dieses Geräusch, das man immer wieder hört, wenn das Tor aufgeht und irgendwo dagegen fällt. Dann fühle ich mal, ob der noch lebt, die Person. Eiskalt. Okay, dann schaue ich so durchs Tor. Hast du Medicine als Skill? Also ich habe es nicht als Proficient. Okay, dann ist der gerade erst tot. Ja, aber sonst nichts. Das Tor ist die andere Seite, ist mit so einem Riegel, den man so in den Boden rammen kann, in den Schnee, noch immer zu. Und du siehst, wenn du innen reinschaust, dass ein Balken aufgemacht wurde. Den könnte man auch noch zumachen, dann wäre dieses Tor komplett geschlossen. Ja? Und diese Gestalt, die dort liegt, das siehst du auch noch, zumindest die eine Hälfte, die noch nicht so ganz mit Schnee bedeckt ist, das dürfte eine Wache sein. Die hat trägt eine ähnliche Kleidung oder dieselbe Kleidung wie der Hundsfott zum Beispiel. Sehe ich irgendwelche Wunden? Wenn du dort in der Dunkelheit hockst, der ist so mit Schnee zugeschüttet, dass es schwierig ist, eine Wunde zu sehen im ersten Moment. Außer du beginnst ihm halt auszubuddeln dort. Und Ja, so oberflächlich halt, ob ich irgendwelche Pfeil sehe oder sowas. nein, sowas siehst du nicht. Okay. Pfeil Aber dann, oder so ist nicht wahrzunehmen. aber dann schaue ich eben durchs Tor, ob ich irgendwen sehe jetzt. Spuren oder so. Im Tor, wenn du reinschaust, siehst du diesen Turm zu deiner Linken. Wenn du den Blick rein nach rechts wirfst, ja, siehst du dieses Jagdschlösschen oder dieses Jagdanwesen, das sich zieht, eine Stallung auf der rechten Seite, und du würdest schätzen, dass das Baracken sind für die Wachen auch auf der rechten Seite, so stirnseitig zu dir jetzt. Ja. Wobei die Ställe sind quasi gleich zu deiner Rechten und bilden auch so mehr oder weniger die Außenwand, so ein bisschen. Ja, sind in die Außenwand angebaut, die Stallungen. Aber alles ist zu, du siehst geradeaus einen leichten Aufgang, ein paar Treppen, die zu einem schönen Eingangstor in das Jagdschlösschen führen würden. Du siehst oben jetzt durch zugemachte Fensterläden auch ein bisschen Licht rausdringen und hörst immer wieder mal so ein bisschen Gemurmel und Gelächter von Spuren? drinnen. Frische Spuren? Durch den Schnee und durch den Wind. Keine frischen Spuren. Dann dort. schaue ich zurück, weil habe ich mitbekommen, dass er mir folgt? Das wirst du mitbekommen haben, weil du es nicht für sie jetzt geheim gemacht hast. Ne? Dann winke ich dich und zu mir. Kommst du auch schon an dort. Er ist tot. Aber hörst du das? Hörst du die Stimmen von drinnen? Die reden ganz normal. Wissen die überhaupt, dass der tot ist? Aus meiner Sicht ja. Er ist mit Schnee bedeckt. Hört sich nicht. Naja, es schneit. Ja, du siehst auch, das Tor hat schon einiges an Schnee auf den aufgeschoben. Also der liegt definitiv länger da. Der liegt schon länger da, ja. Okay. Hast du Medicine auch nicht, gell? Proficient, oder? Proficient nicht, nein. Okay. Ihr wartet in der Zwischenzeit hinten. Ihr seht, wie der Evangelos so von einem Bein aufs andere steigt. Und was ist da vorne los? Holst du die anderen her? Weil bis ich dort bin und wieder retour. Ich nicke. Okay. Hol ich euch. Und ich blicke dir hinterher und denke mir,
Gut, du kommst bei den anderen an. Eine Leiche liegt am Tor, aber innen des Ganzen hört man Stimmen. Ich kenne mich nicht aus. Sie wissen nicht, dass er Vorsichtig Wache sein. tot ist. Vielleicht ist gerade ein Überfall im Gange. Ja, eben. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen schnell sein, wenn ein Überfall im Gang ist. Worauf warten wir noch? Aber vielleicht sind Wir müssen etwas Grauenvolles passiert und alles Ja, genau dann. untot und Genau dann. Rein. Du schaust links, rechts. Ja, also Mach mich am Weg. Ich stapfe Der Richtung Hof ist Tor. verschneit. Ja, komm ist nicht tief verschneit wie draußen. Also irgendwer dürfte dort schon fahren die Wege vom Stall zum Haus. Es gibt einen Brunnen dort, ja, was ein bisschen seltsam ist. Ja, der ist zu deiner Linken. Du siehst das Turmzimmer zu deiner Linken. Zu der Rechten ist es langgezogen. Die Stirnseite dieses Jagdschlösschens dürfte auch die Außenmauer auf der anderen Seite bilden. Ja, hast du das Gefühl, wenn du das so anschaust. Und für dich ist klar, das ist gegen etwaige Angreifer, wenn das die Horde ist oder Banditen oder irgendwas, ist das lächerlich. Ja, die können sich da über die Mauer drüber ziehen und es wäre kein Problem für etwaige Angreifer. Aber das und gleich zu deiner Rechten siehst du ein Gebäude, was auch du für für Stallungen hältst, ja, oder einen Stall hältst. Und diese Baracken, die jetzt an der rechten Stirnseite quasi den Abschluss bilden, für dich auch klar erkennbar als Baracken. Ja. Okay. Und du kannst mir einen Wahrnehmenwurf machen, wenn du jetzt den Kopf in dieses Jagdschlösschen steckst, quasi in den Hof. 16 plus 20. 20, sehr gut. Wenn du den Kopf jetzt so reinsteckst und so ein bisschen horchst, ja, dann hörst auch du die Stimmen, die aus dem, ich sage jetzt mal, Herrschaftsbereich kommen, ja, also Gelächter, weibliche Stimme, die jetzt gerade ein bisschen auflacht, Gemurmel, und von rechts, von den Baracken, hörst du auch Stimmen, so irgendwer murmeln, Männer, und auch eine Frauenstimme, die dort murmelt oder redet, eigentlich normal, lautstark, aber du hast jetzt keinen Alarmgedanken bei dieser ganzen Geschichte, sondern eher, man hört Leute hinter verschlossenen Türen reden. Ist und nicht plaudern. abschätzbar, wie viele Personen das sind? Nein, Nein, gar nicht. nein. Gut, wir kommen zum Tor. Ich sehe auch den Toten liegen. Ja. Lassen wir den Schlitten zurück, oder? Ja. Waffe zücken und... Okay, die Schlitten bleiben mal hinten. Ja. Evangelos geht mit euch mit. Der Hunsfott bleibt bei den Schlitten. Ja, der bleibt hinten stehen, zwar nicht freiwillig, aber der Evangelos sagt ihm dann, Stunden später. bleib wo du bist. Ja. Arme. Dort auf die Baracken und auf das Herrschaftshaus sind überall Menschen. Ihr steht jetzt bei diesem Leichnam Ich hab eigentlich. Medizin Ja. als- Das Tor würde noch immer vom Wind getrieben auf und auf den Armen. Ich ziehe den einmal da raus und schaue ihn mir an. Wow, okay, mach einen Stärkewurf. Athletics, bitteschön. Athletics. Ja. Ich helfe ihm ein bisschen. Aber Okay. Hast du, wenn sie hilft, mach noch einmal und nimm das Höhere. Ja, bitte. Ja, auch nicht berühmt. Es sind immer nur noch 13. 13, ja, das ist ausreichend. Du beginnst zu ziehen, ja, und du schiebst oder ziehst auch auf der einen Seite und das dauert kurz und dann macht's krack und dann kannst du ihm quasi wegziehen von dort. Da dürfte irgendwas festgefroren am Boden gewesen sein oder so. wie lange liegt der schon Dann schaue da? ich mir den Mir einmal- fällt es auf. Dann schaue Ja, ne? dann schaue ich mir den einmal an. Also ich habe Schnee hab dann Medizin. Also das Erste, was dir auffällt, der ist steif gefroren, ja, durch Eis und Schnee und Wind und Wetter. Wenn du ihn vom Schnee befreist, dann machst du mir einen Medicine-Check und du mir einen Perception-Check, bitte schön. Okay. Mit Advantage, weil er ihm so quasi vor dir hinlegt. 20. 20 Medicine. Ja, ich habe Proficiency drinnen. Ich darf nochmal, weil es Advantage ist. Ja. Ja. Ja.
Ich habe 2x4 gewürfelt. Okay. Du stellst ziemlich schnell fest, dass dem die Kehle rausgerissen ist. Das habe ich erst vor kurzem gesehen. Ja und nein. Du hast das Gefühl, dem ist die Kehle zwar rausgebissen, aber verdammt tief. Also da hält nicht mehr viel den Kopf am Hals. Ja, nur weil er so steif gefroren ist, hast du das Gefühl, dass er... Ich mache auch unwillkürlich so eine Bewegung zurück. So. Oh, das ist nicht menschlich, was hier passiert ist. Ist der Jepper mit dabei? Der Jepper ist dabei, ja. Wie reagiert der drauf? Der Jepper steht ein bisschen weiter hinten und dann schaut er so und geht so bei dir vorbei und schaut runter und sagt dann, das ist Linhard. Das ist Linhard, wir müssen die Wachen benachrichtigen, sagt er. Und dann geht er, schnurstracks steigt er über die Leiche drüber und würde eigentlich in den Hof reingehen. Und du siehst, er wird sofort nach rechts Richtung Baracke. zu der Baracke gehen, was du schon feststellst, was die Baracken sind. Mhm. Warte kurz. Ja, wenn du ihm aufhältst, bleibt er stehen. Der liegt doch schon länger da. Ja, er schaut so aus. Kann doch nicht sein, dass der ja nicht bemerkt worden ist von den anderen Wachen. Und ihr wacht ja zu mehr, oder? Ja, zu zweit. Wir sind halt recht wenige, sagt er. Und wenn es so eine Nacht ist wie heute, dann macht mal der eine und dann mal der andere. Das hat sich so ergeben, sagt er. Das ist jetzt nichts. Wenn das jetzt rauskommt, verflucht, sagt er dann. Und du hast das Gefühl, der hat jetzt nicht das super Mitleid, mit dem der da liegt, sondern mehr so, shit, wir sind aufgehauen jetzt, wenn das rauskommt, dass da nicht zwei Wache gehalten haben, sondern nur einer und sich die beiden auch noch abwechseln im Endeffekt. Ne? Ich sehe keine Wolfsspuren mehr. Das dürfte schon wirklich länger her sein. Waren das die gleichen Wölfe, die uns auch angegriffen haben? Also, sieht mir eher aus wie etwas Größeres, Stärkeres. Wie ein Warg? Aber ja, wir sollten die Wachen warnen. Hat es noch Sinn, Spuren, um das Ganze Ich schaue noch mal, ob ich irgendwie Wolfsspuren oder so sehe, aber schon... Jetzt siehst du keine Spuren. Mach einen Survival-Check. Es ist immer möglich, vielleicht etwas zu sehen. Nee, eine 1 habe ich gewürfelt. Eine 1. Das ist gut und das ist schlecht und gut. Das Schlechte ist, dass du eine 1 gewürfelt hast. Das Gute ist, dass du einen Inspiration Die bekommst von dieser 1. Das heißt, du kriegst einen W20, den du einsetzen kannst, wann du willst. Das heißt, wenn du einen Wurf verhaust, kannst du den Inspiration Die verwenden, der ist ein W20 und kannst den nochmal würfeln. Oder wenn ein anderer einen Wurf verhaut, kannst du sagen, ich gebe dir meine Inspiration und dann kann der nochmal würfeln. Weil ich eine 1 gewürfelt habe? Weil du eine 1 gewürfelt hast. Man kann aber immer nur einen Inspiration Die haben. Okay. Wenn du ihn einsetzt, kann es wieder passieren. Ja? Wenn du dann wieder eine 1 würfelst, hast du zwar versagt, dafür hast du in Zukunft noch eine Chance, mal etwas zu schaffen. Was nett ist. Ne? Ja. Aber ich kann noch mal ein paar aufmunternde Worte. Hey, ihr kennt doch da sicher was. Ihr seid doch hier aufgewachsen. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Hier war ich auch noch nie. Ja, aber in Spuren im Schnee, das sollte doch für euch eine Kleinigkeit sein. kann Auch mal wenn sie schon schauen. ein bisschen älter ist. Ich versuche eine Bardic Inspiration, ein paar aufmunternde Worte. Okay, Kann ich auch dann als bekommst Survival? du von dir ein D6, glaube ich, dazu. Wie ist das da? Lass mich schauen. Survival. Ich habe da 11, 13 habe ich. Und plus einen D6 kriegst du noch dazu, glaube ich, oder? Ende 6 dazu. Genau, dann kannst du noch einen 6-Seiter nehmen und ihn dazu würfeln. 1. Das Jetzt heißt habe ich insgesamt 14, ja. Das in dem Fall reicht das. Was hast du gewürfelt? Perception nochmal oder was? Mich nochmal umschauen. Na, Survival habe ich. Hat sie nicht auch Survival gemacht? Ja? Für Spuren? Ach, du möchtest Spuren suchen. Okay. Ich habe, ja. Ja, passt. Ja, weil Passt, er wollte, dass passt. ich Spuren suche. So Ja. dachte ich jetzt, schauen wir mal. Es ist, was du siehst, ist, dass in dem Hof durchaus viel herumgegangen wird.
Ja, also Fußspuren, humanoide Fußspuren reichlich. 14 hast du gehabt. Wolfsspuren findest du keine dort. Okay. Im Endeffekt. Es wäre also im Schloss vielleicht noch, wenn welche gewesen wären, ja, weil dort nicht so viel Schnee liegt wie draußen durch die Verwehungen und durch den Wind, der draußen durchfegt. Da ist alles schon wieder, auch wenn dort Wolfsspuren waren. Und du vermutest, der ist tot seit einer guten Stunde. Ja. Gut, er ist nicht, Würdest du sagen, er ist noch nicht weniger so oder mehr? lange tot, eine Stunde vielleicht. Also was auch immer ihn getötet hat, könnte noch herumlaufen. Warum hat er das Tor geöffnet, um einen Wolf hereinzulassen? Oder können Wölfe über diese Mauer springen? Wolf ist jetzt noch keine sichere Information. Ich sehe auch keine Wolffußspuren. Wir sollten vorsichtig sein. Gut, was tun Aber wir? wir gehen mal in die Baracken. Schauen. Reinschauen und die... Wenn er jetzt erst seit einer Stunde tot ist und wie uns Jeppa erzählt hat, sie sich die Wachen aufteilen und alleine dastehen, dann kann das sein, dass er unbemerkt gestorben ist. Ja, aber das heißt trotzdem, dass das, was ihn getötet hat, noch hier ist. Kann sein, muss nicht. Und der Evangelos steht jetzt natürlich auch bei euch. Ja, er schaut sich das Ganze so ein bisschen mit Schrecken an, quasi, und sagt dann, warum ist überhaupt das Tor offen? Keine Ahnung. Gute Frage. Gut, Jeppa kennen Sie, ihn werden Sie nicht anspringen, wenn er durch die Tür kommt. Genau. Ivo. Kann es sein, dass Ivo... Dass Ivo zurückgegangen ist? Ja, dass er die ganze Zeit... Dass er nicht mitgekommen ist, weil er in Wirklichkeit hier... an Ja, er ist diesem mit Ort- uns mitgekommen. Ivo wie- war ja bei uns dabei. Ah, wie weit? Naja, 2-3 Tage. Ach so, das ist weit. Das ist schon weit. Also ich nehme Wenn eher er an, gleich dass er umgedreht nach wäre. Kaelum gegangen ist und nicht zurück Ah, ins so. Jagdschloss. Das wäre ja Wahnsinn. Ich meine, naja, aber ist beides nicht besonders klug, wenn man ehrlich ist, nicht. Aber wir müssen den Herrschaften sagen, dass das passiert ist. Und dann seht ihr, wie der Jeber so, Moment, zuerst sagen wir mal den Wachen Bescheid, würde ich sagen, oder? Sonst Was bringen die macht uns in den ihr? Ich Rücken. gehe nochmal raus zu Hunsfort und helfe ihm mit den Schlitten. Ich möchte ihn nicht alleine da draußen stehen haben. Ja, guter Plan. Und gehe raus und stapfe in seine Richtung. Okay, ja, das heißt, ihr holt's. Wir holen die Schlitten und ich lasse ihn alles. jetzt, lasse ihn jetzt Was nicht machst du mit dem alleine. Leichnam? Zur Seite. Zur rein. Seite mal geben, so dass wir aus dem durchkommen. Weg und Ja. dann halt einmal aufbauen. Und dann sagen wir Jeppa, jetzt machen. Und ich gehe mit ihm. Gut. Ja, passt. Dann holst die Schlitten, tut sie rein, legt den Leichnam rein und wer geht Richtung Baracken? Du? Also ich hätte gedacht, dass es sogar schon parallel abläuft eigentlich. Ah, okay, während Ja, ja. ihr die Schlitten Ja, holt, ja. gehst du schon Ja. Richtung Baracke. Weil Aber- der Jepper geht mit. Ja, genau, ich Ja. gehe eigentlich mit dem Jeppa mit, nicht umgekehrt. Ja, okay. Also, Ja, also er geht vor. ja, weil der ist Und ja... ihr seht, wie er Geht auch. schnurstracks zu den Baracken geht, ja, das Tor aufreißt oder die Tür aufreißt, dann seht ihr, dass da hinter der Tür ein schwerer Vorhang hängt, ein dicker Wollvorhang oder sowas in die Richtung. Sofort kommen Stimmen von drinnen zu euch. Ihr hört das eindeutige Klappern von Würfeln in einer Würfelbox oder in einer Würfelschale, ein Lachen und du hast verloren. Und dann das Klingeln von Münzen, die den Besitzer wechseln oder was auch immer. Und der Jepper geht rein und ihr seht wieder drinnen eigentlich ansatzlos so das Murmeln so ein bisschen verstummt. Vor allem, wenn du dann nachkommst und auch du reinkommst, ja, dann hört dieses Murmeln aus. Da drinnen ist ein herb-säuerlicher Geruch von wachen Männern und Frauen, die es jetzt mit der Körperhygiene vielleicht nicht ganz so ernst nehmen in einem kalten Winterschlösschen. Ja. Man riecht auch den Tabak und Alkohol, der da drinnen durchaus konsumiert wird. Und ein entsetzter, ein fragender Blick von den Leuten, Männer und Frauen, die dort drinnen sind, in eure Richtung. Wenn ihr zählt, dann seht ihr, dass dort 9 Leute drinnen sind, Männer und Frauen. Der Jepper nickt einen der Leute zu und ihr seht, der schaut
dem Jepa sehr, sehr ähnlich. Vielleicht oder ziemlich sicher Brüder. Ja. Und dann sagt er zu diesem Bruder von ihm, wer hat Wache mit Lillard gehabt? Und einer dieser Männer, ein vollbärtiger Typ, der normalerweise wahrscheinlich eine Glatze hätte, wenn er sie sich weiter rasiert hätte. Jetzt hat er so ganz, ganz kurze Stoppelglatze mit blonden Haaren. Dich schreckt's ganz kurz, weil der könnte auch mal einen Irokesen gehabt haben, aber dann siehst du, na, okay, ist nicht der gleiche, aber der ist groß. Der steht auf und der Jepa sagt, Karlmann, du? Lillard ist tot. Und in dem Moment, wo er das sagt, seht ihr, wie alle aufstehen, die Tische nach hinten gerückt werden oder die Sessel nach hinten gerückt werden, ein Sessel fällt um und sofort beginnt, verdammt, wieso, was heißt tot? Der hätte noch draußen nur stehen müssen. So, ich baue mich jetzt auf, sag, oi, ihr nutzlosen Gesellen, euretwegen ist ein Kamerad tot, weil ihr nicht gemeinsam Wache gehalten habt. Euretwegen könnten da drinnen die hohen Herren ermordet werden. Und ich würde dringend raten, ihr nehmt euch jetzt alle zusammen, sonst wird Souls 2 an euch treffen. Intimidation. Und ich mache das jetzt mit meiner Kenku Recall zweimal. Ja, der 7 ist nicht berühmt. 6 ist auch nicht berühmt, sind 13 immerhin. Okay. Ich habe doch plus 6 drauf. Ja, das ist nicht schlecht. Machen wir 2. Okay, du siehst die eine Hälfte, schaut dich an, ja, auch so ein bisschen, was ist das überhaupt für einer, ja, und sie schauen dich an, wie manche Leute einen vom Rabenvolk halt anschauen, der weiße Federn hat, ja, und sie schauen dich so an. Ein paar von denen sind völlig unbeirrt und drängen quasi an euch vorbei raus, ja, haben sich jetzt nicht angezogen für Winter, sondern einfach nur eine Waffe geschnappt, die neben ihnen gehangen ist, oder einen Knüttel genommen und laufen sofort raus. Und das seht ihr dann, dass dort Leute rauskommen, 3, 4, 5, und die anderen bleiben aber drin und schauen dich an, und du hörst auch so entschuldigendes Gemurmel, also so, so eine Sache, ja. Und die anderen rennen aber raus. Und zwar nicht leise, sondern verdammt, was ist passiert, was ist da los und so. Ihr wird zur gleichen Zeit bei mir wahrscheinlich mit den Schlitten ankommen. Genau, wenn ihr mit den Schlitten ankommt. Und die kommen halt mit gezogenen Waffen und auch auf euch zu. Ja. Und dann hört sie aber den Jepa rausrufen, die haben damit nichts zu tun, die sind mit uns mitgekommen. Und dann siehst du den ersten Typen, der rausgelaufen ist. Das ist eben dieser Vollbärtige mit dieser Stoppelglatze, der rausgelaufen ist. Der euch dann zunickt und der rennt gleich hin zu der Leiche und kniet sich hin und greift ihm kurz an, und dann weicht aber zurück, wenn er seinen Hals sieht, und sagt, verflucht! Verdammt! Und dann die anderen bleiben auch stehen. Ihr hört das Knirschen der Schritte im Schnee, und die bleiben stehen und schauen auch in diese Richtung. Ihr habt nichts gehört, nichts gesehen? Nein, weil sonst hätten wir ja Alarm geschrien, sagt er. Verdammt, ich hätte, wenn das rauskommt, dass ich nicht mit ihm draußen gestanden bin. Das ist, Wahrscheinlich wärst du jetzt auch tot. Ja, oder wer weiß. Ich meine, warum hat er das Tor aufgemacht, der Idiot? Das ist die Frage. Gut, wir werden wieder rausgestapft sein mit der restlichen Brigade. Also Ja. werden mit dem Jepa dann wieder mitgegangen sein und die da drinnen stehen lassen. Sagt zu dir, wir sollten jetzt die hohen Herren informieren. Schau nach einem bekannten Gesicht. Ja, Könnte da dabei wir sein. werden uns von Evangelus Evangelas. vorstellen Evangelas. lassen. Evangelas vorstellen lassen. Er schaut dich kurz an. Aber das sollten wir als Gemeinschaft machen, nicht nur wir zwei. Vielleicht sollte ich das machen, sagt der Evangelas. Evangelas, du wirst das machen, du wirst uns vorstellen. Ja, das sowieso, aber vielleicht übernehme ich das, sagt er dann, und ist so, tut sich ein bisschen so Ding, und dann stapft aber auch schon los. Evangelas, du kannst mich vorstellen als Fabulant der Erste aus dem Hause Mordecai. Fabulant der Erste aus dem Hause Mordecai, sagt er dann und nickt, und dann verneigt er sich ein bisschen vor dir. Erspart dir das. Wir behalten das so, wie es bisher war. Gut, aber dann ist es vielleicht besser, wenn
du das Wort übernimmst, du bist im Status weit über mir. Ja, aber wer soll mich vorstellen? Ich stelle dich vor, er geht hin zum Geh doch Tor nicht hin und klopfe an. pocht fett geht die 3-4 Treppen, Steintreppen hoch und pocht fett an das Tor und macht auf, ruft er dann. Und dann dauert's kurz, also ein paar Atemzüge, eine halbe Minute vielleicht. Und dann hört man einen Riegel, der weggenommen wird von der Tür. Und dann hört man das Öffnen der Tür. Das Erste, wenn du mit ihm vorgegangen bist, und ich weiß nicht, wer noch mit ihm Ich gehe natürlich mit deinem Baden. Ich bin hinten so dazwischen. Okay. Die vorne stehen, spüren die Wärme, die quasi einen entgegenschlägt von drinnen. Es riecht auch nach gebackenem Brot, also ein angenehmer Geruch, der einem entgegenkommt. Es ist Laternenlicht, das von innen nach außen fällt. Und ein Mann steht dort in einem schönen Livree, also in schöner Kleidung. Kein militärischer Mann, sondern er hat einen Stock, den er aber nicht zum Gehen verwendet. Den hat er es schaut aus wie ein Gehstock mit einem Knauf, ein bisschen länger als ein Gehstock. Und so steht er dort und schaut nach außen und schaut ein bisschen verwundert. Und der Evangelos sagt, Falkmar, darf ich vorstellen, das ist der Haus- und Hofmeister des Seneschals, ist Falkmar aus dem Haus Albrecht. Und Falkmar darf ich vorstellen, das ist der ehrenwerte Fabulant, der Erste aus dem Hause Mordecai. Er ist mit uns mitgekommen, um Unterhaltung zu bringen und Kurzweil, so wie es mir beauftragt gewesen ist. Und dieser ältere Mann, der euch jetzt anschaut, mit einem kurz gestutzten, wunderschönen Bart, gepflegt, nicht besonders warm angezogen, also nicht für draußen, für die Kälte angezogen, der schaut euch jetzt an und sagt was, aber das ist, seid herzlich willkommen, sagt er dann zu dir und verneigt sich. Ja. Schaut euch andere auch an, die ihr dahinter steht, er nickt dir zu, du siehst sofort, er erkennt, wer du bist im Sinne von einem offiziellen Rang. Bei euch schaut er auch kurz, aber schaut dann so und sagt dann, aber werter Evangelos, was ist da draußen, was ist das für ein Tumult, nur weil ihr gekommen seid? Und der schaut dann dich an, der Evangelos, ja, ob du das Wort übernehmen willst, und wenn du es nicht tust. Nun, ich denke, da draußen ist ein Malheur geschehen. Ein Malheur, sagt Ein ihr? Malheur, irgendetwas oder jemand dürfte eingedrungen Er sein. versucht so quasi den Blick nach außen zu werfen, eingedrungen in das hier? Ja, am besten ihr befragt die Wache. Die werden wohl am ehesten Ahnung davon haben, nicht wahr? Gut. Dann werde ich sofort den Hauptmann der Wache von oben holen und der soll sich diese Sache ansehen, sagt er dann. Tretet ein, sagt er dann natürlich, und macht dir den Weg frei und euch eigentlich auch, die ihr mit hingekommen seid. Zwischen den Beinen schaue ich so sehnsüchtig zum Feuer und zum Essen und bin so, Naja, du siehst noch kein Feuer, noch kein Essen. Wenn Aber ich du nehm's an. reingehst, dann siehst du eine Empfangshalle oder so etwas, Treppen, die nach oben gehen, ich schaue alles links so und an, so. rechts. Von dort oben dürfte auch dieses Lachen und diese Sachen, die jetzt ein bisschen verstummt sind, herkommen. Was du aber siehst, ist, dass unter diesen Treppen, die nach oben führen, siehst du eine Tür, die geöffnet ist, und dort steht eine Halblingsdame, eine bisschen eine feistere, mit einem Kochlöffel an einer Kette, der am Gürtel hängt, ja, und die schaut so neugierig bei der Tür raus, eine ältere Halblingsdame, die so neugierig raus, und von dort hast du das Gefühl, kommt auch dieser angenehme Duft her. Das dürfte die Küche sein dort unten. unbewusst lächlich. Ja. Und sie lächelt, wenn sie sieht, dass du lächelst, dann lächelt sie zurück, und sie hat so rote Backen, blondes Haar geflochten, so richtig dicke Zöpfe, die ihr runterhängen. So eine feistere Halblingsdame, die dort rausschaut bei der Tür. Und er bittet euch rein und macht eigentlich relativ schnell aber wieder die Tür zu, ja, wahrscheinlich um die Wärme nicht rauszulassen.
Gut, sagt er dann. Die edlen Herrschaften sind alle oben bereits beim Abendmahl zusammengefunden. Ich werde euch, sobald ihr euch präsentabel gemacht habt, sagt er dann, und nickt dir zu und euch auch, die ihr mit reingekommen seid. Ich werde euch vorstellen, sobald ihr euch präsentabel gemacht habt. Und dann nickt er und sagt, Dunda, bereite einstweilen die Gemächer unserer neuen Gemeinschaft vor, der Leute, die hier mitgekommen sind. Es sind ihr 5 zu 5 seid ihr? Richtig. Dann nimm den, du weißt welchen Raum. Und die Halblingsdame macht so einen kleinen Knicks. Ja, wenn sie den Knicks macht, lässt sie die Tür aus, die so ein bisschen mehr aufgeht. Und dahinter seht ihr ein paar andere, jüngere Gesichter, die auch so neugierig nach draußen schauen. Ja, so die Köpfe übereinander, über der Halblingsdame. Und die schauen auch, was da draußen so los ist. Und der Blick der Leute, der jungen Damen und Herren, bleibt natürlich zumeist auf dir hängen, aber auch auf dir und auf dir. Ja, dich sehen vielleicht sogar gar nicht alle, die da drinnen gerade so rausschauen unter dem Fußgetrappel. Und so macht sich der Falkmar, der Haus- und Hofmeister, auf, nach oben zu gehen und den Herrschaften von eurem Eintreffen bekannt zu sagen. Er geht die Treppen rauf, bleibt oben kurz stehen, wer ihm zuschaut, und dann schlägt er mit diesem Stab zweimal auf den Boden dort oben. Das knallt recht schön, der dürfte einen metallbeschlagenen Unterteil des Stabes haben, und dann öffnet er eine doppelflügelige Tür, die nach innen aufgeht, und dann hört man so ein überraschtes Gemurmel von oben. Man sieht aber die Leute nicht, die da drin sind, und er geht rein und schließt wieder diese doppelflügelige Tür, und hört man Gemurmel von oben. Aber unten ist diese Halblingsdame, die dann sofort rausgeht, den Kochlöffel in ihren Gürtel steckt, der eigentlich viel zu groß ist für sie. Und die kommt raus und lächelt dich an, ihr seid mehr oder weniger so in einer Körperhöhe, und sagt, ihr Lieben, willkommen hier. Am allerbesten ist, ihr kommt gleich mit in die Küche. Hoher Herr, sagt sie dann und knickst vor dir, sagt, wenn es euch bequem ist, auch in die Küche zu kommen, dann könnt ihr euch dort kurz, dann werde ich euch gleich mal vielleicht einen heißen Tee übergeben, bis euer Zimmer bereit ist, und ihr könnt euch mit heißem Wasser bereits ein bisschen herrichten für die Herrschaften, wenn es euch genehm ist. Und vielleicht fällt auch die eine oder andere Wurst ab, sagt sie dann. Das hört sich gut an. Ich sollte auf alle Fälle die schweren Fellumhänge ablegen. Ich würde sehr schnell warm werden. Sie bringt euch in die Küche, die tatsächlich unterhalb dieses Festsaals sein dürfte, wahrscheinlich damit die Hitze von unten schön über die Holzdielen nach oben transportiert wird, weil in dieser Küche ist es tatsächlich jetzt das erste Mal seit 4 Tagen richtig warm und angenehm. Ja. Die Küchenhilfen, die da drinnen sind, ihr seht eine junge Halblingsdame, eine jüngere Menschenfrau, die drin ist, ein junger Zwerg, der gerade mal einen Backenbart und unten so einen leichten Bart bekommen hat. Den Oberlippenbart sieht man fast noch nicht, so jung ist der, das dürfte ein Jugendlicher sein eigentlich. Und eine bisschen ältere Menschendame, die da drinnen sind. Aber es sind eigentlich sehr wenige Leute in dieser Küche. Also da könnten gut und gerne noch 5, 6 mehr sein. Und in der Mitte steht ein großer Tisch. Es gibt mehrere Feuerstellen, wo Töpfe und Haken und Grillvorrichtungen angebracht sind. Und tatsächlich wird das Essen vorbereitet. Ihr seht da drin auf dem Tisch sind schon Tabletts, die nach oben gebracht werden, wahrscheinlich angerichtet. Das, was dort jetzt angerichtet ist, ist allerdings schon eine Art Nachspeise. Ja, seht ihr, also es ist etwas mit Honig, ein Honigkuchen oder so, wo der Honig schön runterrinnt, der noch warm sein dürfte und ein bisschen dampft. Und sie bittet euch, dort Platz zu nehmen.
Sie sagt, es tut mir leid, es ist zwar eigentlich nur für uns Küchengehilfen und für die Wachen, dass sie hier das Frühstück einnehmen können und das Abendessen, aber vielleicht für jetzt sollte es reichen und später werdet ihr wahrscheinlich ohnehin rauf zu den Herrschaften gebeten werden und dann kann man euch richtig bewirten, wenn es euch genehm ist, edler Herr. Und sie nimmt einen der Sessel, den Vorsitz quasi eigentlich zu diesem rustikalen Tisch mit 2 Bänken. Den schiebt sie dir dann raus, was recht lustig ausschaut, weil sie so klein ist. Aber sie dürfte recht hin sein. Und die anderen gehen eigentlich sofort wieder und beginnen zu rühren, zu schrubben, Töpfe auszuwaschen, solche Sachen. Ja. Aber schauen immer wieder mit einem neugierigen Blick zu euch, vor allem eine riesige Halborkin zerlegt einen teufelsblütigen freundlichen und warmen Empfang. Ja, gerne. Niemand soll sagen, dass er bei Matadunda schlecht behandelt worden ist, sagt die Halblingsdame dran. Und dann geht sie los, hat den Kochlöffel in der Hand sofort und dann haut sie diesem jungen Zwerg so am Hinterkopf. Schneller, wir haben nicht so viel Zeit. Das ist aber ein gut gezielter, tack, leichter Hieb auf dem Hinterkopf, den sie davon sieht. Und er ist und beginnt schneller zu schrubben. Ja, und wenn ihr dort sitzt, bekommt ihr ein lecker Heißgetränk, so einen Tee. Schön. Und tatsächlich abgebrochene Stücke Brot von einem ganzen Stück, das gebacken worden sein dürfte. Und Wurst und Fleisch wird auf den Tisch gestellt zum Selbstbedienen und ein Stückchen Käse soll auch nicht fehlen. Also die stellen schon ein bisschen was auf. Es reicht nicht, um davon jetzt ihr alle satt zu werden, aber so mal zum Aufwärmen und ein bisschen was in den Magen kriegen, reicht's allemal. Ja, wärmen vor allem. Und dann hört man, wenn man in der Küche sitzt, von oben ein bisschen ein Donnerwetter, könnte man sagen, eine Männerstimme, die erhoben etwas sagt, das befehlsartig, vor allem für euch beide befehlsartig klingt, dass die Türe ober euch, dieses doppelflügelige Ding, wird geöffnet, das hört man, und schnellen Schrittes laufen 1 bis 2 Personen die Treppen hinunter. Und man hört dann, wie das Tor nach außen geöffnet wird, kurz pfeift der Wind, wird aber sofort wieder geschlossen und dann hört man draußen Geschrei und Aufregung. 20, vielleicht 40 oder sogar Exekution. Was? Das Gemurmel in der Küche verstummt ein bisschen, ja. Klingt, als hätte sich die Neuigkeit verbreitet. Dass jemand seine Pflicht verletzt hat, ja. Gut. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Nichts zu danken. Schließlich seid ihr hierher gekommen, um uns Gesellschaft zu leisten, sagt sie dann. Und dann seht ihr aber schon bei der Tür den Falkmar auftauchen, diesen gut gekleideten älteren Mann mit diesem hervorragend gestutzten Bart und dieser schönen Frisur. Der sagt, wenn ihr gestärkt seid und vorbereitet seid, dann würden die Herrschaften euch tatsächlich jetzt schon begrüßen im Jagdschlösschen. Gut, ob der Wärme in der Küche werden wir wahrscheinlich die Felle abgelegt haben. Das wäre sonst nicht erträglich in dem warmen Raum. Und sind jetzt eigentlich im Untergewand dort wahrscheinlich. Ja, durchaus, ja. Ein kritischer Blick darauf. Ja. Naja. Ja. Er schaut dich auch an, wenn du das so machst und dich so anschaust und sagt, macht euch keine Gedanken. Die Herrschaften wissen, dass ihr 4 Tage unterwegs wart und gerade erst reingekommen seid. Es sind nur die Umstände, die euch, wo euch der edle Herr so schnell nach oben bitten würde. Ansonsten würde er euch natürlich die Zeit geben, euch vorzubereiten. Okay. Ist es für euch genehm, sagt er dann. Lasst uns gehen. Ich nicke, ich lasse den Umhang da, also den Mantel, den dicken, ja, und werde mein Schild auch auf den Sessel stellen. Darf die Frau Martha bitten, ob sie vielleicht sorgen könnte, dass das ins Zimmer gebracht wird, wenn das dann soweit wäre, weil... Das werden wir machen, sagt sie dann. Ja. Wir darf mich tatsächlich ein wenig kurz frisch machen. Nicht, dass ich picobello sauber sein will, ich will nur nicht irgendwie einen
peinliche russigen Flecke noch auf der Nasenspitze oder Ja, irgendetwas. also ihr seid nach 4 Tagen Wanderung in der Wildnis. Schmutzig, das ist klar. so Ihr soll riecht das nach sein. Lagerfeuer, ihr Ja. seid schmutzig, ihr seid durchgeschwitzt. Wir sind Ja, Aber sprichwörtlich 5 Stücke geschniegert's Gesicht. Fabuland weiß genau, dass das Ja, trotz schaut allem ein euch. bisschen eine Inszenierung sein Der wird. Falkmar schaut euch an und sagt, wie darf ich euch vorstellen? Und dann schaut er zuerst dich an, von euch weiß ich es, edler Herr Fabuland, der Erste aus dem Hause Mordecai, sagt er dann. Er nickt. Ephraim Oluna vom Clan der Elche. Ich werde versuchen, es mir zu merken, Ephraim Uluna. Verzeiht, wenn ich es beim ersten Mal nicht 100%ig richtig mache. Alles gut. Valkyrie Ulrich vom Schneeleopard-Clan. Du siehst, wie er so ein bisschen so Valkyrie Ulrich, Ephraim Uluna. Dann nickt er und dann schaut er dich an. Ich bin ziemlich sicher, ihr werdet keine Probleme haben, uns anzukündigen. Schließlich ist das eine eurer Hauptaufgaben. Ich bin Er schmunzelt. Bruder Cleon vom Orden des Sol. Er nickt. Willkommen, Bruder Clun, sagt er dann. Dann schaut er runter. Nennt mich Bix Bruchweide vom Clan Bundigel. Ja, du siehst mir jetzt auch so ein bisschen so Bix-Bruchweide, sagt er dann und nickt. Gut, folgt mir, sagt er dann. Und dann geht er los mit einem, ihr seht, wie er sich nochmal strafft und ein bisschen größer macht, als er ist. Er wirkt größer, als er tatsächlich ist. Ja? Aber er geht los und geht die Treppen nach oben. Und dann bleibt er stehen und sagt... Bin ich aber gespannt, ob er sich das alles merkt. Wenn nicht, dann ist es ein bewusstes Disrespektieren eurer selbst. Ich werde euch einzeln aufrufen und bitte euch Das ist eine hineinzukommen, sagt er Aufgabe, dann. sich diese Dinge zu merken. Und dann öffnet er die Flügeltür, ja, und zwar so, dass man reingehen kann, aber nicht, dass sie nicht ganz geöffnet ist, sondern es hat für eine Person reicht. Und dann geht er rein, drinnen ist es überraschend leise, ja, wenn er reingeht. Und im Endeffekt hört ihr dann dieses Aufstapfen des Stabes drinnen und seine Stimme gefestigt. Meine Damen, meine Herren, es freut mich, begrüßen zu dürfen den edlen Herrn Fabuland, den Ersten aus dem Haus Mordecai. Und dann hört man nochmal das Stapfen und du weißt, das ist der Moment, Ja, wo man... das ist natürlich genau das, was ich mein Leben lang gelernt habe, schon von klein. Also betrete ich den Raum, entsprechend schnell die Schritte, entsprechend groß gewählt. Ich versuche hier meinem Status entsprechend aufzutreten. Werde mal beim Hineintreten schon einen Blick in die Runde machen, welche Personen mir bekannt vorkommen. Also den Das Souverän werde ich- Enrik kenne ich ja. Ich werde es sofort erwähnen, Ja. wenn die anderen auch drinnen Ja, sind, natürlich. damit es mit einmal erledigt ist, weil es sind einige Dann werde Personen ich drinnen. Souverän Enrik, nehme ich an, verdient auf jeden Fall eine Verbeugung. Wer auch immer sonst noch eine verdient, bekommt eine von mir. Ich gestalte sie so, da ist ein gewisser Gestaltungsspielraum in der Tiefe der Verneigung, der Handbewegung, dass es nicht devot, unterwürfig oder schleimerisch ist, sondern gerade respektvoll. Ja. Und dann hört man wieder ein Aufstapfen und dann sagt er Ephraim Uluna aus den weißen Weiten. Ich habe mir ein bisschen seinen Auftritt angesehen. Und Ja, einfach- so durch die Tür. Genau, Ja. und versuche es ihm in etwa gleich zu machen, also auch in die gleichen Richtungen zu nicken. Es ist mir aber deutlich unbehaglicher als dir. Ja. Also es ist, ja. Und ihr seht es so irgendwie, die Haare sind vielleicht mehr im Gesicht als sonst. Und so begibst du dich hinein in die Stube, in diesen Festsaal, könnte man sagen, und hörst die Stimme von Falkmar, der sagt, Bruder Clun aus dem Orden der Solianer, sagt er dann, und klopft noch zweimal auf. Dann nehme ich die Kettenhaube runter. Und lass auch das Etikettenspiel über mich ergehen. Aber natürlich werden meine Verbeugungen wesentlich dienstfertiger und wenn du militärischer sein. reinkommst, ja,
dann hörst du von drinnen, und das ist noch, das sind ein paar Leute und du weißt jetzt nicht, von wem es ist, aber so ein hörst du so ein. Ich aktiviere auch wieder meine Wahrnehmung, meine Paladin-Wahrnehmung und schaue mich mal um, mir irgendwelche Strömungen entgegenkommen, die offensichtlich unerfreulich sind, und werde dann aber auch zielstrebig auf den Hausherrn zustoßen, oder der zustoßen. Du steuerst hinein zu. Dann hörst du draußen wieder diesen Stab, der aufgeschlagen wird, und du hörst ein Valkyrie Ulrich, ebenfalls aus den weißen Weiten. Und wenn du reingehst, ja, dann ist auch da drin so ein bisschen einatmen und so ein Murmel da und dort, wenn sie dich sehen, weil du bist ja doch ziemliche Kanten, wenn man das so sagen kann. Ne? Und du siehst drinnen den Fabuland und auch den Ephraim bereits dort stehen beim Falkmar, also nicht zu nahe rangegangen, aber schon ein Stückchen weiter in den Raum rein. Und schließlich hört man nochmal das Aufstapfen und Bix Bruchweide. Und dann Gehe ich auch rein und dann flüstere ich so nach oben, so, gut gemacht. Zu ihm, oder was? Er steht, ja, du siehst, wie er den Blick abwendet, und wenn er also von den Herrschaften, ja, und er schaut nach unten, und mit dem Auge, das die Herrschaften nicht sehen, zwinkert er da kurz zu, und du merkst, wie so ein Schmunzeln, das erste Schmunzeln über sein Gesicht kommt. Ja. Ich nicke ihm, zwinker ihm auch so. In dem Moment, wo er den Blick wieder zurückbringt, ist aber wieder ein stoisches Ding. Was seht ihr, wenn ihr dort reinkommt? Was ihr seht, ist eine U-förmig angebrachte Sitzgelegenheit an der Stirnseite, also wenn man reinkommt, direkt vor euch, 2 große Sessel, fast wie ein geschnitzter Thron, könnte man sagen. Nicht ganz so opulent, aber durchaus größer als die anderen Sitze, die dort angebracht sind. Dort seht ihr, für dich klar erkennbar, der Souverän aus dem 3. Hause, aus dem Haus Albrecht, Souverän Enrik. Ja, ein Mann, ein Mit-40er, und man sieht, der Typ ist herrschen gewohnt, oder er ist es gewohnt, das Sagen zu haben. Aber auch an seiner Seite eine Dame, wunderschön, eine imposante Dame. Sie schön zu nennen wäre übertrieben, aber sie ist durchaus eine Erscheinung. Für dich ist klar, das muss seine Frau sein, ja, die dort an seiner Seite steht, und die haben sich durchaus erhoben. Die sitzen nicht auf ihren Sesseln, sondern wenn ihr reingekommen seid, haben sie sich höflicherweise erhoben. Zur Seite seiner Frau seht ihr eine schöne junge Dame, die ihrer Mutter nicht unähnlich sieht, vielleicht ein bisschen gelangweilt ausschaut schon, aber durch euer Erscheinen vielleicht so ein bisschen interessierter ist im Endeffekt. Ja, ihr Blick bleibt auch bei dir gleich mal hängen. Du würdest sie wahrscheinlich kennen als die Tochter des Hauses, die ehrwürdige Geliebten Ilva. Ja, und das Seltsamste an der Stirnseite wahrscheinlich ist der junge Mann, der an der Seite seines Vaters, der ist der Einzige, der sitzt, ja, ziemlich gelangweilt, aufgestützt, eine Hand, euch anschaut, ja, und sein Blick bleibt dann an Bruder Clune hängen, und dann siehst du, wie sich seine Lippen öffnen zu einem Grinsen fast, ja, wie er dich so von oben bis unten anschaut. Aber er bleibt sitzen bei dieser Geschichte, und hinter ihm seht ihr 2 Wachen stehen, hinter diesem jungen Mann, und zwar tatsächlich nur einen Schritt entfernt. Ja, schauen ein bisschen gelangweilt, aber stehen hinter dem jungen Burschen. Ja. Und so stellt sie der Falkmar auch vor. Er beginnt mit dem Souverän Enrik, für euch, dass ihr das auch wisst, aus dem Hause Albrecht, das 3. Haus aus Kaliumbrein. Die Souverän Eleonore, das stellt er seine Frau vor, ehrwürdige Geliebten Ilva,
und Stolz Samu. Ja, der Sohn offensichtlich, der Erste. Zu der Rechten des dritten Hauses, also zur Rechten von diesem Haus, an der für euch linken Seite dieses Us, siehst du jemanden, der dir bekannt vorkommt, zumindest vom Aussehen her. Du kennst ihn auch und er stellt ihn auch vor als Freiherr Ehrengard aus dem Hause Engel. Ja, ein hochgewachsener Mann, relativ dünn, dunkles Haar, wirkt sehr militärisch aufrecht, hat auch einen Säbel an seiner Seite hängen. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Bitte, Warum gerne. sind da Leute aus dem Haus Engel und aus dem Haus Albrecht? Wissen wir nicht. Ist das nicht Das ist Standard? etwas, was man vielleicht herausfinden Ja, genau. Aber könnte, ne? Standard ist es. Es ist ein kannst bisschen mir- ungewöhnlich. Du kannst mir, wenn du willst, jetzt schon einen History-Wurf machen, ja, um so ein bisschen vielleicht herauszufinden, was da Sache Ja, ist. das sieht gut aus. Ich habe eine 17 gewürfelt und auf History habe ich, glaube ich, eine ganze Menge. Dann merkst du dir, ich sag dir dann gleich, Ja. was hier los ist. Ja? Oder was du für möglich 22 hältst. insgesamt. 22 ist gut, ja. Er stellt weiters vor, an der Seite vom Freiherr Ehrengard stellt er die Freiherrin Isolda vor, eine auch ältere Frau, die allerdings sehr schön, sie hat silbergraues, weißes Haar, also so ein bisschen grau hat sich in ihr weißes Haar geschlichen. Sie dürfte so platinfarbene Haare gehabt haben. Sehr ungewöhnlich, sehr schön, auch sehr aufrecht und steht zur Rechten ihres Mannes und ist um nichts unimposanter als er. Ebenso links und rechts von den beiden dürften die Kinder der zwei sein. Allerdings sie Kinder zu nennen, ist ein wirklich sehr gut aussehender junger Mann mit vielleicht über 20 Lenzen. Stolz Erik aus dem Haus Engel wird er vorgestellt. Der schaut aus wie sein Vater, nur vielleicht noch ein bisschen größer und ein bisschen muskulöser. Auch militärisch adrett, wirklich gut aussehend. Und die Schwester von Stolz Erik, die ehrwürdige Liebten Birke aus dem Haus Engel, die wiederum fast ein Ebenbild ihrer Mutter ist, die hat tatsächlich langes, silbriges Haar, Platinfarben, wunderschön anzusehen. Ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ihr reinkommt. Das ist die einzige, die lächelt vom vierten Haus, dem Haus Engel. Und zur Linken von der ehrwürdigen, vom Souverän Enrik, also vom dritten Haus, ist noch dieses andere U, also auf eurer rechten Seite. Dort wird vorgestellt der ehrenwerte Herr Bodo aus dem Haus Walpurg, dem 8. Haus. Das ist ein mittelgroßer, dünner, mit schütterem Haar, ein bisschen genervt, dreinblickender Mann. Seine Frau wird vorgestellt, die ehrenwürdige Frau Waltruda aus dem Haus Walpurg. Die wiederum ist ein bisschen untersetzt, könnte man sagen, wenn man nett ist. Hat viel zu viel Make-up im Gesicht. Ihre Haare, wenn es ihre echten sind sehr stark auftupiert. Und ihre Wangen sind schon ein bisschen rötlich, wahrscheinlich vom Alkohol, könnte man sagen. Die schaut euch extrem neugierig an. Das war auch die so ein bisschen, wenn die Halborg-Dame oder der Bruder Klun reingekommen sind, so ein bisschen aufgeregt. Aber auch wenn du reingekommen bist, war sie so ein Haus Mordecai. Ja, hast du gleich mitgekriegt, wie sie so zu ihrem Mann flüstert und der Mann ist so ein bisschen so genervt. Und an der Seite des Mannes ein junger Bursch, vielleicht 10 Solläufe alt, nicht besonders groß, hat vielleicht ein bisschen viel Honigkuchen gegessen Zeit seines Lebens oder von seiner Mutter bekommen. Und der steht auch dort und schaut eher sehr gelangweilt auf euch und schaut so wahrscheinlich, ob die Nachspeise schon auf dem Weg rauf ist, mehr als alles andere. Und der Souverän Enrik übernimmt dann das Wort und sagt: Willkommen hier auf Tannwacht, sagt er dann. Es ist mir eine Ehre, euch hier begrüßen zu dürfen, Lord Mordecai.
Es ist mir aber auch eine Freude, die anderen begrüßen zu dürfen, die ihren Weg hierher zu uns gefunden haben. Allen voran freut es mich sehr, jemanden aus der Kirche Sols bei uns zu haben und bei uns zu wissen. Und natürlich freut es mich auch, euch hier begrüßen zu dürfen. Ihr werdet sicherlich eine große Hilfe sein, wenn es dann endlich das Wetter zulässt, dass wir doch zur Jagd aufbrechen können. Und dann seht ihr, dass der genervte Mann aus dem 8. Haus, der ehrwürdige Herr Bodo, wenn er hört Jagd, dass der schon so ein bisschen ungeduldig darauf warten dürfte, dass es endlich zur Jagd geht. Das dürfte so ein bisschen sein Ding sein. Aber ich habe gehört, es hat Unannehmlichkeiten gegeben vor den Toren. Sagt er dann, und dann zeigt er auf einen Tisch, der vor euch dorthin gestellt worden sein dürfte, auf dem 5 Leute Platz haben. Allerdings ist das so ein bisschen, man ist so ein bisschen ausgestellt gegenüber dem U. Im U. Ja, so quasi mitten im U sitzt man dann und wird so ein bisschen vorgeführt, hat man das Gefühl. Aber er zeigt schon hin und sagt, bitte nehmt Platz. Ihr müsst verzeihen, wir haben nicht sehr viel Personal mitgebracht. Aber wir werden versuchen, es euch an nichts mangeln zu lassen. Und ich denke, der Sold wurde bereits ausverhandelt. Wenn nicht, werden wir das in späterer Folge übernehmen, sagt er dann. Seid euch gewiss, wir werden versuchen, es euch an nichts mangeln zu lassen. Nehmt Platz. Ich setze mich dahin. Ja, gehst hin, setz dich hin. Der Falkmar schließt hinter euch von außen die Türen und ihr hört, wie er schnellen Schrittes die Treppen nach unten geht, offensichtlich um herauszufinden, was da noch passiert ist draußen, was Sache ist. Um Honigkuchen zu holen. Nein, nicht Kuchen zu holen. Ich werfe meinen Blick durch die Reihen und suche nach einem bestimmten Gesicht, dem Jagdführer. Siehst du hier nirgends. Was ihr allerdings seht, ist, dass dort noch ein paar Tabletts mit Fleisch und diverses Beiwerk, Wurzelwerk etc. durchaus dort sind, dass der junge Wunibald offensichtlich, nachdem noch keine Nachspeise kommt, nimmt er nochmal seinen Zinken und sticht in ein Stück Fleisch und legt sich's am Teller und beginnt eigentlich völlig unbeeindruckt von euch noch ein Stück Fleisch in sich reinzuschaufeln. Unangenehm, vor allem für dich, ist der Blick vom jungen Samu, der dich noch immer unter seinen... Es ist seltsam, es ist ein junger Bursch mit 9 oder 10 Jahren vielleicht, ja, der dich von oben bis unten anschaut und der sagt dann, er richtet sich kurz auf und fällt seinem Vater fast ins Wort, der noch redet und sagt, gibt es noch Hühnchen? Und dann lacht er dich an und er zeigt ein bisschen zu viele Zähne, wenn er lacht, ja, wenn er grinst zu dir. Und sein Vater, unterbrochen, schaut kurz runter. Er schaut so ein bisschen genervt aus. Dann sieht man aber wieder so ein bisschen Mitleid in seinem Gesicht. Ja? Und er sagt, Sam, nimm einfach noch, ein Stück vom Wildbrett. Und der Samu schaut seinen Vater an und sagt, das ist ja alles total zerkocht. Das ist ja alles verbrannt. Ich will es blutig. Ich will, dass das Blut noch rausrinnt, wenn man reinbeißt. Das kann ja keiner essen. Und dann springt er auf. Ja? Und in dem Moment, wo der junge Herr aufspringt, seht ihr, dass eine der Wachen hinten den Speer fallen lässt. Der andere allerdings sofort hingreift und den jungen Mann bei den Schultern nimmt, der schon so halb über den Tisch in meine Richtung. In deine Richtung hin. Ja? Und er wird genommen und wieder im Sessel zurückgesetzt. Ja, kurz ist, ihr seht in den Gesichtern der Anwesenden so von Überraschtheit über Schock, Ärgernis, Angst, alles Mögliche. Ja, und natürlich diese Wache hat aber kein Problem, diesen 9-jährigen Buben wieder in den Sessel. Die andere Wache hebt den Speer auf und schaut, dass er wieder einigermaßen wichtig ausschaut. Und der Souverän Enrik schaut
noch immer, wie es sein Status auch ist, zwar souverän aus, aber er schaut so ein bisschen entschuldigend fast jetzt, ja, so in eure Richtung. Und dann sagt er zu seiner Tochter: Ilvi, bist du so lieb, würdest du Valterius holen gehen? Der Junge, dein Bruder, braucht seinen Trank. Und der Samo sagt: Ich will das Zeug nicht mehr saufen. Ich will ein rohes Stück Fleisch will ich haben, nicht dieses Gesöff. Und sie steht aber auf, nickt euch zu, lächelt kurz und begibt sich dann aus dem Raum. Und er, wenn ihr euch gesetzt habt quasi jetzt, dann setzt er sich auch hin, nachdem das alles erledigt ist mit seinem Sohn, der jetzt noch immer festgehalten wird, tatsächlich von der Wache. Ja, schaut euch so ein bisschen entschuldigend an, sagt: Verzeiht, es gibt Dinge, die besprochen werden wollen, aber vielleicht noch nicht jetzt. Aber ihr seid jetzt 4 Tage unterwegs. Ich will euch mit den hiesigen Problemen noch nicht zuschütten. Esst, trinkt und wenn ihr satt seid und getrunken habt, erzählt, was auf der Reise hierher geschehen ist. In der nächsten Folge. Ich verstehe. Ja, Herr Ephraim, ja, ich verstehe. Ja, natürlich ist das euer Name. Ja, ihr könnt mich reinführen, sagt er dann. Gut, ich stütze euch. Und greife mal. Ja, er lehnt sich an dich. Oh. Ja, der ist gar nicht so schwer eigentlich. Okay. Schaut schwerer aus, als er ist.